Ihr wollt Organisation in eure Rucksäcke bringen, dafür hat Tasmanian Tiger für euch 2 neue Panels mit am Start für 2025. Die zeigen wir euch heute in diesem Video. Im Jahr 2025 des Herrn hat Tasmanian Tiger Tegris für sich entdeckt und hat das auch in vielen Produkten mit untergebracht. Tegris ist ein Kompositmaterial, ein sehr, sehr leichtes Polymer, was genutzt werden kann für die diversesten Dinge. Am häufigsten wird es in letzter Zeit verwendet bei Gürteln oder bei Plattenträgern im Kammerband oder sonstigen Lösungen. Die Idee dahinter ist, ein Material zu haben, das in der horizontalen Verwindungssteif ist. Das heißt, man kann es nicht einfach so ohne weiteres biegen, es aber sich hier in der Form gut biegen lässt und dadurch am Körper anpasst. Deswegen ist es auch so beliebt im Bereich Gürtel oder im Bereich des Plattenträgers. Natürlich kann man mit Tegris auch ganz viele andere unanständige Dinge anstellen, wie zum Beispiel Organizer bauen. Und genau das hat Tasmanian Tiger hier getan. Für alle, die das Video gesehen haben vom Modular Combat Pack 18, den haben wir euch vor kurzem vorgestellt. Packen wir euch am Ende dieses Videos das Video nochmal zum Ansehen hinten dran. Da sind nämlich genau auch diese beiden Panels in den unterschiedlichen Größen mit dabei. Die werden eingeklettet und dienen natürlich in dem Medic Combat Pack primär der Nutzung als Medic-Rucksack. Also für medizinische Gegenstände unterzubringen. Das Ganze gibt es aber auch, wie ich in dem anderen Video schon erwähnt habe, separat zu erwerben. Bedeutet, ihr habt einmal ein großes und einmal ein kleines Panel. Das große Panel wäre hier von der Größe 25 cm, 25,5 cm in der Länge und 23 cm in der Breite. Und wie man sehen kann, das kleine Panel ist ebenfalls 23 cm in der Breite, aber nur halb so lang, also 13 cm. Das heißt, von denen bräuchte ich 2 Stück, um die Größe eines großen abdecken zu können. Sind nicht im Set, sondern man erwirbt jedes einzeln tatsächlich. Und mit dabei ist hier auch gleich nochmal ein bisschen Organisation oder beziehungsweise Material zum Organisieren. Mit dabei habt ihr nämlich hier in einer Verpackung einmal einen Streifen oder ein ordentlich langes Stück in Klett, was beidseitig nutzbar ist, also One-Wrap Velcro nennt sich das. Das heißt, es ist auf der einen Seite Flausch und auf der anderen Hakenklett und das kann natürlich dann auf sich selbst kletten. Da hat TT hier auch, damit das nicht direkt passiert, ein bisschen was untergepackt, damit man das auch relativ einfach und leise runterziehen kann. Und damit könnt ihr dann verschiedenste Möglichkeiten realisieren, um eure Ausrüstung auf so einem Panel anzubringen. Die Paneele sind identisch aufgebaut, beziehungsweise wir haben hier einen Unterschied in der horizontalen und vertikalen, je nachdem wie ihr es nutzt. Wenn ihr jetzt das Schmale hier zum Beispiel in dieser Variante nutzt, also hochkant nutzt, dann seht ihr, sind die Schlitze natürlich auch entsprechend hochkant. Nutzt ihr es in der Breite, so wie es jetzt hier bei dem Großen ist, dann sind die Schlitze natürlich auch anders angeordnet. Also das heißt, alleine schon von der Orientierung im oder am Rucksack könnt ihr da von der Organisation her Unterschiede schaffen. Ja, die Schlitze sind offensichtlich dann für das Klettband, das ist klar, denke ich. Dann habt ihr aber auch noch 2 verschiedene Varianten Bungee mit dabei. Das wäre einmal hier eine etwas dickere schwarze Bungee-Cord und dann habt ihr noch rote Bungee-Cord. Und die rote Bungee-Cord ist etwas feiner und die eignet sich natürlich hervorragend, um auch Gegenstände zu markieren. Wie zum Beispiel hier, dass man genau sieht, okay, mein Werkzeug ist jetzt das einzige, was hier rot ist, weil ich das halt schnell zur Hand haben will, mein Multitool. Und deswegen habe ich jetzt hier in dem Fall das rote gewählt. Um dann diese Paracord oder beziehungsweise Bungee-Cord auch in irgendeiner Form zu fixieren an dem Panel, habt ihr einmal zum Durchlaufen natürlich die Löcher, wo ihr ganz beliebig über Kreuz oder in Reihe, wie auch immer ihr das haben wollt, die Schnur schlaufen könnt. Und um das Ganze miteinander zu verbinden, gibt es hier 2 verschiedene Kordelstopper im Set mit dabei in diversen Mengen. Das heißt, ihr habt einmal einen großen und einmal einen kleinen. Der große ist dann für die große Bungee-Cord und der kleine für die kleine logischerweise. Dann habt ihr hier diese U- oder V-förmigen Hakensysteme. Die habe ich hier jeweils auch einmal untergebracht. Die sind dann so gedacht, dass man sowohl die kleine als auch die große Bungee-Cord nutzen kann, um sich in sich selbst zu haken. Das heißt, ich mache auf einer Seite eine Schlaufe, hänge da unten die beiden Nasen ein von dem Teil auf der Unterseite und auf der Vorderseite habe ich dann auch nochmal einen Haken, um dann auf der Gegenseite arbeiten zu können.
Das sieht dann so aus, wie man hier schön sehen kann. Habe ich hier den Haken, den brauche ich dann einfach nur hier herauszuziehen. Und damit ist dann mein Gegenstand frei und kann ihn sauber entnehmen. Zusätzlich gibt es hier noch diese kleinen, ich weiß nicht, wie man sie nennen soll, aber das sind hier solche kleinen Brückenteile mit 2 Ösen. Die sind so gedacht, dass man, wenn man sie nutzt, diese beiden Ösen übereinander legt. Das heißt, man drückt sie zusammen. Ich mache das einmal vor hier. Ich drücke sie einmal zusammen und dadurch sind dann die beiden Löcher übereinander. Und wenn die beiden Löcher übereinander sind, in dem Moment nehme ich dann hier die dünne Bungee Cord und fädel sie durch diese beiden Löcher hindurch. Und jeder, der so ein bisschen aufgepasst hat in Mechanik, Physik, keine Ahnung, ich weiß nicht, habe ja nie aufgepasst, der kann dann hergehen oder kann jetzt schon ahnen, was passieren wird, wenn das Augenlicht des Martin Sendelbeck es zulässt, dass er hier die Kordel durch dieses Loch fädelt. Aber ich glaube, ich habe es geschafft. Ja, jetzt ist es durch. So, dadurch natürlich, dass diese beiden Löcher zusammengedrückt worden sind, ist die Schnur hier auch auf Spannung. Ja, das heißt, in dem Moment wollen die beiden Ösen wieder auseinandergehen und die Schnur bleibt auf Spannung. Und das kann man dann hier sehr gut sehen. Da habe ich mein Multitool quasi doppelt gesichert. Einmal mit einem Klettstreifen, um es erstmal primär zu fixieren. Und dann habe ich aber hier noch die beiden Schlaufen gebaut, damit das Ganze auch nochmal gegen das Herausfallen in der Vertikalen nicht passieren kann. Und hier seht ihr jetzt auch diese beiden Schlaufen im Einsatz und die sind so konzipiert, dass das Bungee sich zum Beispiel nicht zurückziehen kann. Ja, wie das jetzt der Fall wäre, wenn ich ein kürzeres Stück hätte, dann würde das sich direkt dran ziehen. Dann hätte ich hier keine schöne Schlaufe, die ich nutzen kann, um sie dann hier einzuhaken. Und so habe ich dann hier eine Stoppfunktion durch diese kleinen Ösen, die dann hier in Position bleiben. Das heißt, die Schlaufengröße bleibt bestehen. Das Ganze ist zum Kletten gedacht. Das heißt, ihr habt hier auf der Rückseite jeweils rechts und links einen Klettstreifen, sowohl bei der kleinen als auch bei der großen. Und die sind auch nur partiell vernäht, also nur auf der Längsseite, wie ihr sehen könnt. Das heißt, auch die Löcher darunter kann man weiterhin nutzen, indem man einfach das Klett zur Seite packt. Und auch hier die Schlitze, die jetzt hier offensichtlich erstmal nicht ganz so breit sind wie die anderen oder der mittlere, die kann ich natürlich hier trotzdem nutzen, indem ich das einmal zur Seite biege, meine One-Wrap Velcro durchführe und dann wieder das Ganze zurückpacke. An den äußeren Enden ist jeweils das Ganze hier nochmal vernäht und da kann man natürlich dann auch hier eine Paracord-Schlaufe durchlegen, um dann das Ganze auch schnell abziehen zu können aus dem Rucksack, wenn das denn notwendig wäre. So könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass man hier einen Rucksack hat, wie den Modular Pack von Tasmanian Tiger, der ja mit Organizer-Taschen kommt, die dann hier zum Beispiel im Hauptfach untergebracht sind, aber ihr habt dann hier auf der Front auch nochmal einen Klettbereich und der ist eigentlich, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, ich bin gespannt, ob das von der Breite her hinhaut, das ist ein bisschen zu breit, aber hier könnt ihr zum Beispiel das schmale Modul wunderbar hinsetzen und dann habt ihr hier nochmal im schnellen Zugriff ein paar Gegenstände, die ihr da unterbringen könntet und bei Bedarf das Ganze dann auch schnell wieder heraustrennbar ist. Ja. Hier nochmal mit der bestückten Variante, auch wenn die jetzt etwas zu breit sein sollte für den Zipper, wäre das auch eine Variante, mit der zu arbeiten. Das große Panel sehe ich aber tatsächlich eher im Hauptfach am Rücken, gerade auch was das Gewicht angeht. Selbstverständlich könnt ihr das Ganze auch beidseitig nutzen, wenn ihr das geschickt fädelt und das Ganze nur als Pull-out nutzen wollt. Ja, also dass man zum Beispiel sagt, ich möchte hier das nicht irgendwo an einem Klettsystem einkletten, sondern ich will das als einen herausnehmbaren Organizer nutzen. Dann nehme ich einfach einmal Bungee Cord oder auch Paracord, mache mir hier oben einen Trageriemen, eine Trageschlaufe, kann dann damit entsprechend das Ganze herausziehen. Und dann besorge ich mir hier einfach nochmal 20 mm Klettband, was ich hier, um den Hakenklett zu neutralisieren. Also braucht ihr 20 mm Flauschklett, könnt das hier drüber legen und damit wäre das Ganze dann so, dass es sich auch nicht in der Ausrüstung verhaken kann, weil es neutralisiert wurde. Und dann könnt ihr das auf dem Weg auch nutzen. Das ist auch tatsächlich der einzige Kritikpunkt, den wir haben. Das hätte man noch dazulegen können, um so eine Möglichkeit zu liefern. Aber tatsächlich, wie gesagt, jammern auf hohem Niveau. Denn die 20 mm Klett kriegt man relativ günstig und kann das jederzeit nachrüsten. Und tatsächlich ist es auch meistens noch immer irgendwo übrig,
weil man irgendwas anderes festgeklettert hat. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir ist es auf jeden Fall so. Tegris gibt es in verschiedenen Materialstärken. Da wird dann einfach, je nachdem, welche Materialstärke denn gewollt ist, das Material in mehreren Lagen gepresst. Hier haben wir tatsächlich 12 Lagen. Das ist eines der dicksten Tegris-Varianten, die es gibt am Markt. Je dünner es ist, desto mehr kann man es auch biegen und auch vielleicht mal umfalten. Das sehen wir nochmal in einem anderen Video, wo es auch um ein Tegris-Produkt geht von Tasmanian Tiger. Aber hier ist es so, hier möchte man eine maximale Steifigkeit und wenig Flexibilität haben, weil es kein Plattenträger, Chestrick ist oder sonst irgendwas. Und von daher hat man sich hier für eine relativ dicke Variante entschieden, die dann trotzdem noch relativ leicht ist. Hier haben wir 136 Gramm bei der großen Platte und bei der kleinen sind es 100 Gramm. Ja, sehr coole Module, helfen nicht nur, um euer EDC-Gear zu organisieren, sondern das tatsächlich auch nochmal, wie ich im anderen Video gesagt habe, als zweites Setup für ein Medic Pack, dass ihr dann ein Modul mit Atmung macht, ein Modul mit Blutung, was auch immer, und könnt dann bei Bedarf die Rucksäcke entsprechend vorbereiten oder halt ja, als EDC-Organizer in jedem Rucksacktasche, der irgendwo eine Klettfläche hat, oder zum Rausziehen. Ihr bekommt die SRPP-Panels von Tasmanian Tiger natürlich überall dort, wo man Produkte von Tasmanian Tiger kaufen kann. Der Link ist hier unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Habt ihr schon von Tegris gehört? Habt ihr Tegris schon im Einsatz und findet ihr es gut? Wenn ja, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn nicht auch, freuen wir uns immer über konstruktive Kritik. Und natürlich auch alles andere, was euch am Herzen liegt und was ihr von der Sache haltet. Ansonsten wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann, macht's gut. Bye bye.